So, hallo liebe Edda-Freunde. Heute mal ein Video, ein kurzes zu diesem Magazin hier. Das ist ein Magazin, was man alternativ zu anderen Magazinen auf die Edda schrauben kann. Also wohlgemerkt nicht auf irgendwie eine Cobra R9 oder RX, sondern man braucht da schon eine Edda dazu. Kann man sich natürlich die Frage stellen, wozu braucht man dann ein anderes Magazin? Da hat man ja eh schon ein Magazin. Naja, gibt da so ein paar mögliche Antworten. Also zum Beispiel, wenn man nur das 5er Magazin hat, in dieses Magazin hier kann man bis zu 7 Pfeile reintun. Man kann in diesem Magazin beliebige Broadheads verwenden, die also auch breiter sein können, weil ja vorne die Pfeile frei liegen. Man kann natürlich, und das ist, glaube ich, das Wichtigste von allem, man kann hier auch lange Pfeile verwenden natürlich. Naja, und man kann natürlich nicht diese Klemmer verursachen, also wie bei den geschlossenen Magazinen, dass ein Pfeil, der zu lang ist, vorne an der Magazinwand hängen bleibt und dann vielleicht nicht vernünftig runterfällt. Das kann ja hier logischerweise auch nicht passieren, weil das Magazin vorne offen ist. Ja, und das Ganze wird dann hier so auf das Schloss drauf gedrückt und dann nur mit dieser einen Rändelschraube hier festgemacht. Da hatte ich ja zuerst so ein bisschen meine Bedenken. Ich habe gemeint, naja, wie kann das überhaupt stabil sein? Allerdings ist das Teil wirklich so sauber ausgemessen und so sauber gedruckt, dass das wirklich hält. Also wenn man das so drauf macht und festschraubt, dann ist das hier wirklich stabil drauf. Naja, und man sieht hier, wie man dann diesen Hebel da rauf und runter bewegen kann. Und wenn jetzt auch gleich mal hier die Pfeile einlegen. Also die Besonderheit ist eben auch, dass es da links hinten diesen Daumenhebel gibt. Das heißt, man kann im Prinzip, wenn man die Edda in der Hand hält, mit dem Daumen das Magazin aufmachen und kann das Ding weiter hinten am Griff festhalten und kann dann vorne weitere Pfeile einlegen. Dieser Daumenhebel wurde jetzt auch noch ein bisschen besser platziert. Also das, was ich hier zeige, ist ein Prototyp. Und inzwischen gibt es da eine noch verbesserte Version davon, die man dann bei dem guten Robin erwerben kann. Also ich gebe euch mal den Link unten in die Videobeschreibung von dem Facebook-Konto von dem Robin und da ist alles weitere dazu, wo man dieses Magazin dann hier herbekommen kann, wenn einer das haben möchte. Jetzt sieht man mal, jetzt habe ich hier nur 6 Pfeile eingelegt. Dann schließt das oben auch gut ab. 6 völlig verschiedene Pfeile hier drin. Und jetzt werden wir gleich mal einen entsprechenden Schusstest machen. So, also das hat einwandfrei funktioniert, aber jetzt machen wir mal den Härtetest mit langen Pfeilen. Und ich sage Pfeile und nicht Bolzen, weil das sind eindeutig Pfeile, vor allem die langen. Also das Ding hat Vanes, das Ding hat eine Nocke, das Ding hat eine eingeschraubte Spitze, das ist ein Pfeil. Naja, jetzt kann man diese langen Pfeile hier mal einlegen. Hier versuche ich es jetzt mal mit 7 Stück. Dazu jetzt schon mal die Info, inzwischen gibt es jetzt auch, wie schon gesagt, das Ding ist ja hier nur ein Prototyp, auch noch ein Zusatzteil, das man dann da vorne an die Edda hinschrauben kann, das dann die Spitzen der langen Pfeile vorne nochmal stabilisiert. Also wo dann diese langen Pfeile mit der Spitze dazwischen liegen, zwischen 2 Kunststoffteilen. Das ist, finde ich, auch sehr sinnvoll. Allerdings, wie man hier sieht, geht es auch ohne das. Hier sieht man jetzt auch, wenn man den 7. Pfeil reingeht, dann drückt der Hebel da oben nicht mehr ganz waagrecht drauf. Das ist aber gar nicht mal so tragisch, wie man gleich sehen wird. Das funktioniert auch so. Wenn man dann wieder bei 6 Pfeilen ist, dann drückt er wieder komplett waagrecht drauf, da oben dieser rote Hebel.
Naja, und so sieht es jetzt schon mal ganz gut aus. Jetzt ist nur noch die Frage, ob es jetzt funktioniert. Also jetzt zum ersten Mal Adder mit langen Pfeilen. So, auch das hat wunderbar funktioniert. Warum ich beim dritten oder vierten Schuss so blöd geguckt habe, lag daran, dass ich wieder einen Robin Hood fabriziert habe. Obwohl ich einfach nur blind, ohne überhaupt eine Zielvorrichtung zu haben, da auf die Scheibe gehalten habe. Aber hier sieht man mal wieder, ein Pfeil ganz links, den hat es wieder zerrissen, die Nocke hinten. Und auch den Schaft, also den kann ich jetzt wegwerfen. Aber das ist nicht die Schuld des Magazins. Das Ding funktioniert wunderbar. Wie schon gesagt, inzwischen wurde es noch ein bisschen verbessert. Das war hier nur ein sogenannter Prototyp. Also wer Lust hat, das mal auszuprobieren, der klicke auf dieses Facebook-Profil in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Und tschüss.